Du hast die letzten 3 Jahre damit verbracht, dir einzusehen, dass du dabei bist, es herauszufinden. Aber wenn du auf deinen Kontostand blickst und darauf, wie du den letzten Dienstag verschwendet hast, kennst du die hässliche Wahrheit. Du findest gar nichts heraus. Du wartest nur auf eine Version von dir selbst, die gar nicht existiert. Du wartest auf ein Gefühl, einen Funken, ein Zeichen, einen plötzlichen Motivation-Schub, der die Arbeit endlich einfach erscheinen lässt. Oder nicht. In diesem Video wirst du lernen, dass die Menschen, die du beneidest, nicht mehr Talent haben als du. Sie haben nur aufgehört, mit ihrer eigenen Bequemlichkeit zu verhandeln. Du sitzt gerade da, vielleicht im Bett, vielleicht im Bus. Du scrollst, den Daumen bewegt sich mit einem Muskelgedächtnis, das dir Angst machen sollte. Du siehst den Erfolg anderer und spürst diesen kleinen Stick in der Brust. Das ist keine Inspiration. Das ist Verbitterung. Es ist die Erkenntnis, dass sie das Leben führen, das du dir selbst vor 5 Jahren versprochen hast. Du erzählst dir selbst. Du siehst beschäftigt. Du beantwortest E-Mails. Du recherchierst. Du schaust dir noch ein Video darüber an, wie man anfängt. Du bist süchtig nach dem Gefühl, produktiv zu sein, ohne tatsächlich etwas zu produzieren. Es ist ein stiller Selbstmord in Zeitlupe. Jeder Tag, an dem du aufwachst, und nur das absolute Minimum tust, an dein aktuelles Leben aber Wasser zu halten, ist ein Tag, an dem du entschieden hast, dass dein Traum die Annehmlichkeit eines langen Nachmittags nicht wert sind. Die Regung, in die du hinein willst, bleiben dir verschlossen, weil du dich immer noch wie ein Gast in deinem eigenen Leben verhältst. Du behandelst die Arbeit wie ein lastige Pflicht, die dir die Eltern aufgegeben haben. Du tust gerade genug, nicht geführt zu werden, oder genug, das Gefühl zu haben. Du hättest es versucht, und dann belohnst du dich mit 2 Stunden geistlosem Konsum. Du tauschst den Potenzial gegen einen Dopamin-Kick ein, der verflogen ist, noch bevor du einschläfst. Denk darüber nach, wie du Geld betrachtest. Du siehst es als Belohnung für dein Leiden. Du denkst, wenn ich 8 Stunden lang hart arbeite, würde ich es, mir das hier zu kaufen oder ich würde es, mich zu entspannen. Du siehst Arbeit als ein Steuer, die du sollst, leben zu dürfen. Die Reichen, die es wirklich aufgebaut haben, nicht die auf Instagram Verkleiden spielen, sehen das nicht so. Sie sehen Arbeit nicht als ein Opfer ihrer Zeit. Sie sehen sie als die Höchstform ihrer eigenen Handlungsfähigkeit. Für sie ist ein Job kein Ort, an den man geht. Es ist ein Problem, das man ältest, und je größer das Problem, desto größer der Scheck. Du suchst immer noch nach einem Chef oder einem System, das dir sagt, was du wert bist. Aber die Wahrheit ist, der Markt schert sich nicht den Bemühungen. Es ist ihm egal, dass du lange watch geblieben bist oder dass du den Bestes gibst. Der Markt interessiert sich nur für den Wert. Und im Moment lieferst du nicht genug davon, das Leben zu rechtfertigen.
dass du fahren willst. Den wahre Feind ist nicht die Wirtschaft. Es ist nicht den Ursprung oder die Tatsache, dass du nicht auf der richtigen Schuhe warst. Den Feind ist die Stillabmachung, die du jeden Morgen 7 o'clock or MIT dir selbst triffst. Wenn du auf die Schlummertaste drückst, es ist die Lüge, die sagt, ich fange an, wenn ich mehr Informationen habe. Es ist die Lüge, die sagt, ich muss erst meine Leidenschaft finden. Leidenschaft ist etwas für Amateur. Profis tauchen auf, weil sie gesagt haben, dass sie es tun würden. Du bist ein Meister des sanften Starts, Jordan. Du bereitest dich auf die Arbeit vor. Du organisierst deinen Schreibtisch. Du machst dir einen Kaffee. Du checkst ein letztes Mal den Benachrichtigungen. In dem Moment, in dem du tatsächlich bereit bist, etwas Sinnvolles zu tun, ist dein Gehirn bereits müde von der darstellerischen Leistung, bereit zu sein. Du verlierst Zeit wie ein Rohr mit einem Leck, und du tust so, als hättest du einen unendlichen Verrat. Schau dir deinen letzten Monat an. Wenn jeder Monat in den nächsten sind, Jahren exakt so aussieht wie die letzten 30 Tage. Wo landest du dann? Ehrlich, lag dich nicht an. Du wirst im selben Zimmer sein. Mit denselben Frustration. Nur seniolter, an viel bitterer. Das Zukunftssitch wird dich nicht retten. Es gibt keine Version von dir im Jahr 2030, die magischerweise mehr Disziplin hat, als du heute besitzt. Die Menschen, denen die Welt gehört, sehen Arbeit als Handwerk. Sie sehen ein Unternehmen als eine Maschine, die sie bauen. Und du siehst es als Gefängnis. Du versuchst, genau das zu entkommen, die dich eigentlich befreien soll. Du willst die Freiheit des Reichtums, ohne das Gewicht der Verantwortung, die erfordert. Du denkst, bei Reichtum geht es darum, mehr zu haben. Geht es nicht, es geht darum, mehr zu sein. Es geht darum, die Art von Person zu sein, die den Druck, die Langweil an die wiederholten Fehlschläge ausschalten kann, ohne noch einem Ausweg zu suchen. Du hast ja damit verbracht, den harten Gesprächen mit dir selbst aus dem Weg zu gehen. Du bist im Flatschen des Beckens geblieben, weil du Angst vor der Tief hast, aber du ertrinkst trotzdem. Du ertrinkst im Mittelmug, du ertrinkst im Fast, fast erfolgreich, fast das Unternehmen gegründet, fast das Geld gespart. Die Fast sind das, was dich umbringt. Sie sind die Geister der Person, die du hättest sein können. Und sie fängen an, den Raum zu füllen. Spürst du das? Dieses Engel im Morgen? Das ist keine Angst. Das ist dein Potenzial. Das schreit, weil du es erstickst. Es ist Mut, ignoriert zu werden. Es ist Mut, gegen Netflix an Billig-Ebelenken eingetauscht zu werden. Zeit ist das Einzige, was du tatsächlich ausgibst. Jede Stunde, die du damit verbringst, dich zu fragen, was war wenn, ist ein Stund, die du verbrannt hast. Du stehst in einem brennenden Gebäude und beschwerst dich über die Farbe der Tapet. HR auf, nach dem wie zu suchen. Du weißt bereits wie. Du weißt genau, was du tun musst. Du weißt es seit Monaten. Du willst es nur nicht tun, weil es wetten wird. Weil es einsam sein wird.
Weil is für ein sehr lange Zeit langweilig sein Word. Bever is aufregend Word. Die Reichen betrachten Arbeit an sen ein Spiel mit Hebelwirkung. Sie nutzen ihren Verstand, Bird zu versetzen. Du versuchst immer noch, mit deinen Fingern zu bügen. Weil du so viel Angst hast zu lernen, wie man die Maschinen bedient. Du steckst in der Arbeit minilitid fest und denkst, dass du weiterkommst, wenn du nur mehr schwitzt. Aber Schwitzen ohne Strategie ist nur ein schmutziger Weg. Am selben Ort zu bleiben. Du musst eiskalt werden, was den Zeit betrifft. Du musst chirurgisch präzise werden, was deinen Fokus hängt. Die Welt bewegt sich. Menschen, die jünger sind als du, bauen Imperien auf, während du darüber debattierst, welches Hustle am nachhaltigsten ist. Der Markt bewegt sich. Möglichkeiten schlagen sich. Jeden Tag, den du wartest, wird die Eintrittsbarriere. Die Konkurrenz wird smarter. Du denkst, du hättest Zeit. Hast du nicht. Du spielst ein Spiel, bei dem die Uhr nur rückwärts läuft. Es gibt keine Verlängerung. Es gibt keinen Reset-Knopf. Wenn die still zurückgeht, wenn du den Handy weglegst und der Bildschirm schwarz wird, bleibst du mit der Wahrheit darüber zurück, wo du bist. Und wenn diese Person dir keine Angst macht, dann passt du nicht auf. Reichtum ist kein Ziel, an dem man ankommt. Ist ein Nebeneffekt davon, wie du den Dienstag mit verbringst. Ist das Ergebnis davon, die kompetenteste Person im Raum zu sein. An Kompetenz wird im Dunkeln aufgebaut. Wenn niemand zuschaut, und wenn du lieber buchstäblich eils an der Tonne würdest, du hast die Fähigkeit, bei Drucken zu sein. Du hast die Fähigkeit, die Person zu sein, die versorgt, die aufbaut, die das Sagen hat. Aber diese Person verlangt den Tod der Person, die du gerade bist. Du kannst nicht den jetzigen Gewohnheiten behalten und gleichzeitig den zukünftigen tun. Sie können nicht nebeneinander existieren. Eins von beiden muss gehen. Also entscheid dich. Entscheid, ob der Komfort is geht mehr gut den Preis wartest. Niemals zu erfahren, was du eigentlich fähig gewesen wirst. Entscheid, ob du damit einverstanden bist, einvernaut in der Geschichte eines anderen zu sein. Deine steht offen, aber sie ist schwer. Und niemand wird sie für dich aufstehen. Die Wahrheit ist, du brauchst nicht mehr Motivation. Du brauchst mehr Disziplin. Du brauchst nicht mehr Warm. Du brauchst mehr Tun. Auf das Gefühl zu warten. Das Gefühl ist ein Lügner. Die Arbeit ist das Einzige, was real ist. Geh und sei real. Wenn sich dieses Gespräch so angefühlt hat, als fand es in deinem eigenen Kopf statt, bleib hier. Like, abonniere, ein Teil das mit der Person, die du gestern noch warst.